Thomas. Volker, da ist der Thomas. Und Thomas, ja, Augsburg sag ich mal. Oder? Fast getroffen. Ja, Süden jedenfalls. Wilde Süden. Wilde Süden. Ja, Du bist ja ein Fachmann. bisschen, ja. Also zumindest vom Mehl, ne? War nicht schlecht. Nee, gut, also wollen wir mal anfangen. Ne? Wir haben hier die, oder Peter, du erzählst uns am besten, was wir hier haben, aber das haben wir... Ja, eigentlich haben wir ja schon alles erzählt, aber Genau. der Thomas hat heute das große Vergnügen, Ricks neuesten Schrubber zu testen. Und ja, auch hier, wenn man genau hinguckt, man sieht noch den Spaß in den Backen. Kann man sagen, ja. Hab Spaß gehabt. Ja, erzähl doch mal von deinen Eindrücken. Wie fährt das Ding? Also, man merkt überhaupt nicht, dass das Ding umgebaut ist vor allem. Hat 23 Zoll drin und funktioniert in der Kurve schnell und langsam, ohne Probleme, ohne Wackeln, ohne alles. Schnell und langsam ist ein gutes Stichwort, ne? Ist dir was aufgefallen, so leistungsmäßig? Ja, also das Ding hat richtig Bums in der Hütte. Ne? Rix hat gesagt 114 Kubik-Inch. 114 Kubik-Inch ist richtig. Und 136 PS am Hinterrad. Und die merkt man auch. Also er ist uns ja weggezogen, als er da einmal überholt hatte. Einmal brrrr, ich glaube, das haben wir auch noch auf Video, wie du da so abziehst. Das macht, glaube ich, Laune. Aber ich bin sie auch schon gefahren. Also ich hatte das gleiche Erlebnis. Und, oder, Thomas? Aufleistung nach oben, keine Grenzen. Ist ja auch nicht abgeriegelt, das Ding. Nee. Geht laut Tacho 210 oder so. Ne? Geht der? Ja, geht. Aber ich würde nur sagen, mit dem Vollvisierhelm, Was, nicht mit der was du Halbschale. tätst? Du, ich kann ja mal wegen Platt schnacken, weiß ich, verstehst du das auch so gut oder Nee. was? Ich tät. Ja, ja, Ich verstehe da überhaupt keiner, Mann, Ich Alter. verstehe doch auch keiner, oder? Ja, natürlich, ich verstehe ja wohl jeder, so ein Hochdeutsch, Ja, der das Einzige, wo kann man hier doch. verstanden wird, glaubt der Peter. Ja, aber mal sonst was. Wurfholz. Ja, Mal zu dir, Thomas. Du fährst doch sonst, hast du auch Deluxe gefahren oder du fährst sonst auch Softail Deluxe. Natürlich total heiß gemacht. Ne? Du bist ja auch so ein Macker, der schraubt das, PS-Junkie. so ein Junkie, der das Ding Ja. total umdreht und auf den Kopf stellt und Immer. hat mit einer Softail Deluxe gar nichts mehr zu tun, was du fährst. Ne? Einfach. Was sagst du jetzt zu einer Rotlight? Ich sag jetzt mal so festes Gehäuse, ganz anderes Fahren, als kannst du ja eigentlich mit der Deluxe überhaupt nicht vergleichen. Ne? Und wie findest du, bei der ist ja hier auch noch der Lenkkopf geändert, ne? 7 Grad, soweit ich weiß. Ne? Ja, und das, 7 Grad Touringbrücke ist da drin. ja. Und das Vorderrad ist ein Tick, einen kleinen Tick größer, würde ich sagen, oder? Ja, normal, ich glaube 19 Zoll drin, da Ja. ist jetzt 23 Zoll drin. Ja, und was sagst du dazu im Merkt man keinen Verhältnis? Unterschied. Man merkt überhaupt keinen Unterschied. Kommt aber, glaube ich, durch die 7 Grad Rixbrücke. Ja, mit der 7 Grad Brücke fährt es Ja. tatsächlich wie Serie. Ja, du fährst also nicht aufwärts oder sowas, ne? Das, das gibt es ja sonst auch, dass man das Gefühl hat, man fährt bergauf und sitzt eigentlich... Nein, sie wackelt auch nicht. Mhm. Bei 150, 160 in langgezogenen Kurven fangen ja die meisten an zu wackeln vorne. Ne? und sie auch pendeln, ja. Ja, und der aufpendeln und da geht gar nichts. Die geht wie eine Nähmaschine um die Kurve. Ja, und der Sound ist auch geil, finde ich jetzt persönlich. Ja, also der Unterschied, dieses feste Gehäuse, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Also das Ding, du hast ja am Lenker keinerlei Bewegung, das kann natürlich auch damit mit der das hängt ja, denke ich, immer auch alles ein bisschen zusammen. Wie fühlst du dich denn da so hinter? Du hast von mir ja mal gesagt, MS Europa da zu mir, also du meinst ja, das Ja. hat was mit dem Schiff zu tun, aber es ist doch auch, sag doch mal ehrlich was dazu. Ja, jetzt. die meisten meinen ja, dass das Ding, weil das steht beim Fahren. Ja. Ne? Beim Lenken steht ja, aber ich fahre. Am Anfang ist das ungewohnt, weil das Ding vorne steht. Ne? Ja. Wie so ein. Ja, man gewöhnt sich da mal dran. Ja. Ich kann ja nun daraus... Aber ich glaube, wenn man lange Strecken und Touren fährt, ist das Ding einfach stabiler in der Kurve. Ich habe vorher mal Streetglide gefahren, die ist ganz anders. Die wackelt auch, ne? Ja, ja. finde ich. Ne? Ja. Also zumindest der ältere. Neue weiß ich nicht, aber die, man merkt richtig, das Ding saugt sich an die Straße an. Mhm. Durch diese Verkleidung. Ja, auf jeden Fall. Na, Peter, wir beide sind ja nur auch mit so einer... Kann man sie vergleichen, Ultra und sowas hier jetzt? Nee, Nee, das ne? sind schon 2 Paar Schuhe. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist Also, eine andere Welt. Das Motorrad selber ist ja sehr umstritten draußen. Also die einen Ja. mögen es, die anderen überhaupt nicht. Und fahrtechnisch kann man allerdings überhaupt nichts dran meckern. Und mit dem Rix-Umbau ist es tatsächlich auch richtig ansehnlich und man kann sich mit sehen lassen. Thomas, hast du mit der auch mal richtig gebremst? Guck dir mal diese riesen Bremsscheiben an. Ich meine, das ist ja so, als wenn man mit dem Schiff dann auch mal den Anker wirft, oder? Mit der habe ich nicht so richtig gebremst. Ich bin vorher die Road King Spezial gefahren und da habe ich mal richtig eingestiegen, aber hier noch nicht. Nee. Nee. Okay, Thomas, Peter, Volker, das war's, würde ich sagen.
Dankeschön Bitteschön, Zeug. für die netten Worte hier. Auch wenn wir die nur so halb verstanden haben mit deinem Dialekt da. Scheißegal. Lieber es versteht, verstehen. Aber wir verstehen uns, ne? Und heute Abend trinken wir noch ein kleines Bier. Ja, over and out. Cut!